Drei Finnen auf dem Weg zur Games Convention 2004. Apokalyptica geben sich die Ehre und machen auf ihrer Europatournee einen Zwischenstopp auf der Games Convention in Leipzig. Es gibt Neuigkeiten für die Fans von Die Siedler. Auf der Pressekonferenz von Ubisoft gibt es von Benedikt Grindel, dem Produzenten von Die Siedler, das Erbe der Könige, erste Facts zur Zusammenarbeit mit Apokalyptica. Die Finnenrocker werden dem Spiel ihren ganz persönlichen musikalischen Stempel aufdrücken. Der Titelsoundtrack für Die Siedler wird gleichzeitig auch die erste Single-Auskopplung vom neuen Album der Finnen sein. Die Games Convention in Leipzig, die größte Messe für Computerspiele in Europa. Über 105.000 Besucher kamen 2004, um die neuesten Hits für PC, Konsole und Co. zu bestaunen. Die Siedler DEDK wurde zum besten PC-Spiel der Games Convention gekürt. Und so war der Andrang auf dem Stand von Ubisoft entsprechend groß. Jeder wollte den Top-Titel der Messe einmal selbst spielen. Auch Eika, Pertu und Pavo von Apokalyptica schauen sich ein wenig auf der GC um, bis sie dann auf der Bühne von Ubisoft stehen und den Fans die Neuigkeiten erzählten. Anschließend wurde die Autogrammstunde der eigenwilligen Rockband von Fans und Siedlersüchtigen belagert. Danach ging es dann direkt zum Leipziger Bismarckturm, wo am Abend der Siedler-Event stattfinden wird. What will we do tonight? We will enjoy this. Was werden wir heute Abend machen? Auf jeden Fall Riesenspaß auf der Siedlerparty haben. Die Vorbereitungen dazu sehen fantastisch aus. Später am Abend werden wir live für die Siedler-Fans spielen. Unser erstes Stück ist dann die Weltpremiere von der Instrumentalversion vom Siedler-Soundtrack. New song, which is made for this game, and then we just party and take the nightliner and go to Innsbruck for the club show for tomorrow. Über 500 Gäste sollten am Abend zum Siedler-Event an den Bismarckturm kommen. Ein historischer Marktplatz und mittelalterliche Dekorationen geben der Veranstaltung das richtige Flair. Unser deutscher Manager fragte uns eines Tages, ob wir nicht Lust hätten, für ein Computerspiel den Soundtrack zu schreiben. Also besuchten wir kurze Zeit später Ubisoft in Deutschland und sprachen über grundlegende Dinge. Wir konnten mit einer Beta-Version spielen, um ein Gefühl für das Game zu bekommen. Die Siedler, das Erbe der Könige, sieht sehr, sehr gut aus. Und wir sind sehr gespannt, wie es dann am Ende aussehen wird. Lagerfeuer, historische Uniformen und die aufwendige Dekoration stimmen die Gäste auf den Abend ein. Natürlich wird auch hier gesiedelt. Und das sogar mit Hilfe von den Entwicklern, die Tipps zum Spiel gaben und erste Tricks verrieten. Für den Siedler-Soundtrack haben wir 2 Gastsänger ausgesucht. Mit beiden wollten wir seit Jahren etwas machen. Und jetzt endlich ist es soweit. Ville Valo von Him und Lauri Hillanen von The Rasmus werden bei den Aufnahmen zum Soundtrack für die Siedler mitmachen. Im Moment nennen wir das Stück noch Duett, aber das ist nur ein Arbeitstitel und wird sich während der Aufnahmen sicher noch ändern. Für uns ist dieser Titel etwas ganz Besonderes. Das liegt eben daran, dass wir mit diesen 2 großartigen Sängern zum ersten Mal und von Anfang an zusammenarbeiten. Dann werden wir den Song Stück für Stück entwickeln und im Studio einspielen. First time that we really been writing the song originally from the beginning together with those featuring vocal artists. Kurz vor Mitternacht ist es endlich soweit. Die Show von Apokalyptica beginnt. Und damit auch die Weltpremiere der Instrumentalversion des Siedler-Songs. Was wir bis jetzt entwickelt haben, ist mehr als nur ein Musikstück für ein Spiel. Es ist mehr wie der Soundtrack für einen Film. Er steht für das ganze Spiel. Wenn wir unsere neue Platte releasen, wird der Siedler-Song die erste Single-Auskopplung sein. Das Komponieren von Musik für Computerspiele, Filme oder irgendwelche Events macht für uns fast keinen Unterschied. Es ist alles sehr ähnlich. Dennoch ist es sehr interessant für uns, denn meistens sind Instrumentallösungen gefragt. Und das ist genau das, was wir am liebsten machen. Und die Lieblingsbeschäftigung der Siedler-Fans ist Abrocken.
Zusammen mit Apocalyptica wird eine Stunde an der Bühne gefeiert. Erst nach mehreren Zugaben dürfen die Finnen dann in den Tourbus steigen und zum nächsten Ziel ihrer Europatournee reisen.